Moin! Der dritte und letzte Teil unserer Sardinienreise im Sommer 2023 mit dem Hymer MLT 780. Freut mich, dass du da bist. Wir fahren also zum Campingplatz Baia Paradiso. Ich hatte uns diesen Platz im Internet rausgesucht und dann habe ich es ja vorreserviert. Dieser Campingplatz wurde fast als Geheimtipp gehandelt und weil er auch nah am Strand lag, war er genau richtig für uns. Dachte ich. Naja, die Zufahrtsstraße ist recht eng, aber es klappt. Wir kommen an der Rezeption an. Und da fährt eine Mitarbeiterin ganz nett mit dem Golfcar vorweg, um uns den Stellplatz zu zeigen, den wir gebucht haben. Nur ist die gute Dame viel zu schnell unterwegs. Ah, da vorne ist sie. Ach du je, da sollen wir rein? Na gut, vielleicht. Manchmal täuscht ja der erste Eindruck. Oh oh. Ich fürchte, das tut er leider doch nicht. Der Stellplatz ist so eng, dass wir die Handtücher beim Nachbarn durchs Fenster mit benutzen könnten. Und die Markise fahren wir es gar nicht aus. Da stört der Baum. Wir fühlen uns recht unwohl, so dicht umringt. Da gehen wir lieber noch eine Runde über den Platz. Die Sanitäranlagen sind spartanisch und in die Jahre gekommen, eben wie der Rest der Anlage. Nun gut, vielleicht reißt der Strand das Ruder noch rum. Im Internet las ich, man geht 5 Minuten zum Strand. Denkste, die Wege sind voller weichem Sand und mit spitzen Steinen übersät. Dazu bergauf und bergab, das wird nix. Schade, hätte ich nicht gedacht. Aber das Fleckchen Erde ist nix für uns. Am Abend gönnen wir uns in einem Restaurant auf dem Platz eine Pizza, da hatten wir uns aber auch mehr erwartet. Am nächsten Morgen stehen wir recht früh auf und telefonieren vorher noch mit unserem zweiten Platz, den ich gebucht habe. Er ist sehr schwer zu erreichen, dann haben wir aber Glück. Wir können schon früher kommen und ich freue mir ein Loch in den Bauch. Wir kommen gut voran über die Insel und als wir auf der anderen Seite sind, lockt erstmal der nahe Strand. Also biegen wir rechts ab und da ist er. Herrlichster Strand, soweit das Auge reicht. Unglaublich. Der Urlaub kann doch noch schön anfangen. Weiter geht's zu unserem Ziel für den Rest der Zeit auf Sardinien. Den Campingplatz Cala Ginepro. Buongiorno. Brent. So I spent you a telephone call this morning. We reserved for the next week and I call you today in the morning and we will stay a little bit longer here. Okay, you have a reservation. You can park on the right if you search, if you find a place, maybe near the other camper. Thank you and welcome here. Thank you. Thank you. Wir fahren einem Mitarbeiter auf dem Fahrrad hinterher und er zeigt uns verschiedene Stellplatzmöglichkeiten. Und dann finden wir unseren Traumplatz. Ganz nah am Strand, tolle Aussicht auf die Wege und in einer ruhigen Ecke. Also wenn das keine Aussicht ist.
Unglaublich. Ich gehe dann mal über den Platz und schaue mir so ein paar Ecken an. Da vorne kommen wir auf ein Waschhaus zu. Und dann geht es weiter zu Fuß über die Areale, wo nur Zelte erlaubt sind. Aber sehr schön gemacht. Da vorne stehen wir und rucke zucke gehe ich vorbei an dem Herrn, der morgens den Strand hakt und alle Gehwege fegt. Ha, Hammer. Am nächsten Morgen mache ich die Tour weiter über den Campingplatz. Da ist noch ein Sanitätshaus, sehr groß und komfortabel. Brauch- und Abwasser kann man dort entsorgen. Ein Restaurant, vorne der Platz, der Wendeplatz, und das ist der nächste Strand. Ein toller Einkaufsladen mit allem, was man braucht. Und vorne eine Bar mit einer Eisangebotsauswahl. Oh, das schmeckt. Wir haben uns eine Pizza mitgenommen. Und hier mal kleiner Vergleich. Vorher, nachher vom Pizzaangebot. Regnet nur. Bei dem Wetter packen wir natürlich unser Sub aus und genießen das tolle Wetter und das glasklare Wasser. Es ist unglaublich, wie toll man da durchgucken kann. Man sieht den Grund selbst in höchsten Tiefen noch. Und dann fahren wir ganz nah an den Strand. Nee, kleiner Scherz. Das ist nur unser Willi-Modell. Unser Mini-Willi. Natürlich ist auch Grillen angesagt. Unser Bernhard leistet ganze Arbeit. Und es schmeckt. Kein Wunder in der tollen Umgebung. Lecker. Also absolut zu empfehlen, Gala Ginepro. Nach einer Weile brechen wir halt leider auf, weil der Urlaub zu Ende ist und wir fahren wieder Richtung Olbia. Und von Olbia nehmen wir wieder die Fähre ab zu unserer kleinen Destination aus Teil 2. Nicht direkt am Hafen von Olbia, sondern bei Saint-Michel. Und dann versuchen wir auf der Rückreise irgendwo noch einen Campingplatz zu kriegen, aber es ist alles voll. Und deswegen entscheiden wir uns kurzfristig, fahren wir doch einfach durch. Toller Urlaub. Sardinien lohnt sich. Demnächst kommt der nächste Campingplatz. Bis dahin. Tschüss.